Yo Leute, Barbecue und damit willkommen zur Review von Tower of God Season 3 Chapter 79 und ich habe dieses Chapter absolut gefühlt. Ihr wisst es, es gibt da draußen vielleicht keinen größeren White-Fan, nein, aber mal im Ernst, einfach nur wild, was in diesem Kapitel abging, denn wir haben in dem Flashback nicht nur Joaquin, sondern auch Ariahon gesehen und Kapitel, in denen die Familienoberhäupter vorkommen, sind nun mal immer etwas Besonderes. Vorab aber noch eine Sache zur letzten Review. Und zwar habe ich in der letzten Review die Parallele zwischen Sahad und Bam angesprochen. Also dieses Grinsen. Es ist nur so, dass das Grinsen genauso gut hätte zu White gehören können. Von der Sprechblase würde es sogar besser zu White passen. Die Zähne wiederum würden besser zu Bam passen, wenn ihr mich fragt. Vom Hautton auf dem Panel konnte ich es jetzt auch nicht eindeutig feststellen, wer von den beiden das ist. Also es könnten theoretisch beide sein. Vielleicht also doch keine Parallele, vielleicht ist es aber auch gewollt so. Bevor ich jetzt reinstarte, eine Sache noch. Wenn ihr keine Reviews und Theorien zu Tower of God verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ohne zu viel zu sagen, da kommen bald wilde Theorien auf euch zu. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir wie immer chronologisch in die Review, allerdings werde ich es dieses Mal ein bisschen anders handhaben. Ich werde erst einmal das Kapitel wiedergeben und erst dann gibt es meine Meinung zum Kapitel. Nachdem White im letzten Kapitel dann auf die Stage zu Bam und Arya gekommen ist, fackelt er in diesem Kapitel auch gar nicht lange rum, sondern greift direkt an. Daraufhin liefern sich Arya und White dann einen kleinen Schlagabtausch und White erkennt direkt, dass sie wohl zu der Gruppe von Leuten gehört, an denen experimentiert wurde. Deshalb fragt er sich auch, von welchen Regeln sie wohl frei ist. Arya hingegen hält das Ganze nach wie vor für einen Fluch und keinen Segen. Sie ist in der Lage, ihren Arm zu heilen und White stellt fest, dass das dann wohl die Regel ist, von der sie freigestellt ist. Bam entscheidet sich dann daraufhin, Arya zu helfen, denn selbst wenn sie ein Feind ist, sitzt sie in diesem Moment zusammen mit Bam in einem Boot. Hier sehen wir dann auch die Parallele zwischen White, der eigentlich im Bams Team wäre, jetzt aber gegen ihn handelt, und zwischen Arya, die eigentlich im Gegnerteam wäre, jetzt aber Bam unterstützt. Bam blockt dann auch einen Angriff von White, woraufhin dieser überrascht ist. Warum ist White überrascht? Weil es sich immerhin um die Arya-Schwertkunst handelt. Er fragt sich dann auch, von welcher Regel oder Regeln Bam wohl ausgeschlossen ist, sagt daraufhin aber direkt, dass Bam wohl wirklich von jeder Regel ausgeschlossen ist. Anschließend stellt White fest, was es ist, das ihn an Bam so wütend macht. Die Erklärung bekommen wir dann später im Kapitel, hören jetzt aber schon, dass es sich um Bams Augen dreht. Bam blockt dann weiter Whites Angriffe, was diesem natürlich gar nicht schmeckt. Bam behauptet auch, dass er Whites Angriffe weiter blocken kann, was Arya natürlich überrascht und was sie auch nur schwerlich glaubt. Bam geht natürlich davon aus, dass er sie blocken kann, weil es nun mal nicht das erste Aufeinandertreffen zwischen ihnen ist. Arya zeigt sich dann auch ein bisschen zwiegespalten, stellt aber auch fest, dass White noch nicht herausgefunden hat, von welcher Regel sie wirklich ausgeschlossen ist. Bam und White clashen dann aufeinander und Bam schafft es tatsächlich, einigen Angriffen auszuweichen, was Arya überrascht, da Bam eigentlich langsamer als sie ist. Es wirkt nur so, als könne Bam die Attacke vorhersehen. Außerdem war Whites Schwert auch ganz anders, als Arya mit ihm aufeinander gestoßen ist. Es sei fast so, als würde White mehr aus Bam herausholen wollen. Bam stellt das dann auch fest und fragt sich im selben Moment, ob seine Feinde sich wohl genauso gefühlt haben, als Bam gegen sie gekämpft hat. Er will auch nicht zur Blue Freezer greifen und den Angriffen lieber ausweichen, doch das geht dann irgendwann nicht mehr gut. White trifft Bam und legt jetzt erst los. Er will Bam bis zum Äußersten treiben, um seine Seele zu einem möglichst perfekten Zeitpunkt zu verspeisen. Bam denkt aber, dass er alleine für Jinsung überleben und den Attacken irgendwie ausweichen muss. Dann trifft White Bam erneut und sagt, dass nach dem dritten Mal Schluss ist. Bam soll also endlich mal loslegen, selbst wenn er die unzähligen Seelen in sich verschlingen muss. Er soll endlich wie White und unzählige andere seine Menschlichkeit aufgeben, um an wahre Kraft zu kommen. Arya stellt dann auch fest, dass White ungewöhnlich besessen von Bam ist, obwohl dieser nur ein Regular sei. Natürlich weiß sie noch nicht, dass Bam in Wahrheit ein Irregular ist. Sie vergleicht das Ganze dann mit Lyborik, der entweder auch Minderwertigkeit empfand oder sie empfand ihm gegenüber Minderwertigkeit. Ich glaube, die Übersetzung könnte hier an der Stelle ein wenig holprig sein, aber anscheinend fühlt Lyborik sich irgendwen gegenüber minderwertig. Also fragt sie sich, warum ein legendärer High-Ranker dieses Gefühl wohl gegenüber einem bloßen Regular habe. White macht daraufhin dann deutlich, dass Bam seine Kraft nicht sparen sollte, damit er später seinen Sensei retten kann. Bam wird daraufhin auch langsam sauer und fragt sich, warum White es so auf ihn und seine Freunde abgesehen hat. Bam steigert dann auch langsam wirklich seine Power, aber er kommt nach wie vor nicht gegen White an. White sticht ihm in die Hand und stellt ihm eine Gegenfrage. Warum wurde er als jemand geboren, den White hassen muss, und warum ist er im Tower erschienen und zeigt sich ihm immer wieder und das ohne sich selbst zu verändern? Es ist nicht Bam selbst, den er hasst,
sondern die bloße Existenz von diesem, also die Existenz eines Irregulars. Und dann sagt er eben nochmal, dass er Bam jetzt korrumpieren möchte. Dann wird es auch endlich Zeit und wir bekommen den Joaquin-Flashback. Er hatte eine Person, die ihm wohl sehr nahe stand. Ein älterer Mann, der ihm beratend und motivierend zur Seite stand. Es schien auch so etwas wie ein Lehrer zu sein und kümmerte sich um Joaquin, der in einem Loch zu sein schien. Joaquin erzählte ihm dann, was ihn so sehr frustrierte. Es ging nämlich um Arehon, der nicht mehr so warm auf Joaquin wirkte. Erneut waren seine Augen sehr kalt und er dachte halt, dass Arehon sich wegen ihm verändert hätte. Aber sein Lehrer sagte nur, dass Arehon sich niemals verändert hatte, vielmehr wäre es Joaquin, der sich verändert hatte. Es fühlt sich so an, als könne er seinen Vater niemals zufriedenstellen und als ob dieser deshalb auf ihn mit so kalten Augen wie von oben herab anguckt. Der Lehrer sagt dann, dass Arehon sie lediglich wie eine Art Insekt betrachtet, denn so ist er nun mal. Er war schon so, bevor die beiden geboren wurden. Also tat White alles, um mächtiger zu werden, ließ sich auf den Dämon ein, doch er schaffte es einfach nicht, die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen. Er beschmutzte seine Hände immer weiter mit Blut und brachte letztlich sogar den Lehrer um. Er konnte nicht mehr anders, als seinen Vater zu hassen, denn dieses Blut an seinen Händen wollte nicht mehr verschwinden. Es lag alles an diesem sich nicht ändernden Blick und Bams Blick ist nun mal genauso und dann endet das Kapitel. Kommen wir jetzt also zu meiner Meinung. Zunächst einmal kann ich natürlich sagen, dass mir das Kapitel sehr gut gefallen hat. Nicht nur wegen des Joaquin-Flashbacks und der Tatsache, dass wir Arehon gesehen haben, sondern auch ganz im Allgemeinen. Ich finde es sehr gut, dass wir jetzt mal wieder einen Bam-Kampf bekommen, der ihn auch wirklich fordert. Natürlich gab es auch den Kampf gegen Calvin, aber da hatte Bam halt keine Chance und natürlich hat er auch gegen White kaum eine Chance. Aber mir gefällt es, dass wir in diesem Kampf wirklich den Fortschritt bemerken. Nicht, dass es im Kampf gegen Calvin keinen Fortschritt gab. Ich meine, da haben wir die Blue Freezer bekommen. Ich meine hier etwas anderes. Es geht mir vielmehr um den charakterlichen Fortschritt, der sich hier langsam anbahnt. Die Seelenkraft ist außerdem ein fester Bestandteil in der Tower of God Geschichte und wird garantiert nicht ohne Hintergedanken eingeführt worden sein. Ganz im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass die Seelenkraft im Endgame von Tower of God eine gigantische Rolle spielen wird. Dazu bald in den Theorienvideos mehr. Ich finde es auch sehr spannend zu sehen, dass Bam aktuell auf einer Art Scheideweg steht, denn die Lage ist sehr angespannt und die Chancen für einen Gefühlsausbruch sind, denke ich, sehr hoch. Vor allem könnte ein Gefühlsausbruch folgen, auf dem Bam eventuell sich selbst verlieren wird, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ich denke, dass Bam nach diesem Arc eine große Veränderung durchlaufen wird. Lasst mich euch erstmal zwei Indikatoren dafür geben. Erstens haben wir White, der Bam korrumpiert sehen möchte, zweitens haben wir Jin Sung-ha, der gefangen ist. Das sind beides Punkte, die einen sehr starken Einfluss auf Bam nehmen können. Ich gehe mal stark davon aus, dass Bam jetzt sehr bald lernen wird, die Seelenkraft zu nutzen. White lässt ihm eigentlich keine andere Chance. Natürlich kann er auch versuchen, mit anderen Fähigkeiten ein paar Minuten gegen White anzukommen, aber die Seelenkraft ist nun mal ein Power-Up, was so lange schon aufgebaut und angeteased wurde, dass ich denke, er wird bald lernen, sie zu benutzen. Und natürlich wird Bam vermutlich davon absehen, andere Seelen zu verschlingen, aber die Frage ist, wie lange wird er das machen? White möchte Bam korrumpieren und auch Mashini könnte sich davon etwas versprechen, denn sie möchte ja einen riesigen Krieg erzeugen. Also stellen wir uns einfach mal eine Situation vor, in der Bam versucht, Jin Sung zu befreien und wir wissen, er würde nahezu alles machen, wenn er sich dadurch verspricht, Jin Sung retten zu können. Was wäre also, wenn Bam in seiner unmittelbaren Nähe ist und ihm ein starker Gegner den Weg versperrt? Er würde wahrscheinlich die Seele eines anderen Feindes verschlingen und stark genug werden, um Jin Sung zu befreien. Und zack, die Grenze würde anfangen zu verschwimmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Bam alles dafür tut, stärker zu werden, um seine Freunde zu retten. Beispielsweise war da der Moment, an dem Bam zum God of Guardian gegangen ist, um zu einem Gott zu werden, damit er die Kraft bekommt, seine Freunde zu retten. Dieser meinte damals schon, dass man mit Kraft alleine nicht jeden retten kann, aber die Ansicht könnte sich eben im Angesicht Jin Sungs Tod verschwimmen und Bam könnte wie der junge Joaquin anfangen, Seelen zu essen, um sein Ziel zu erreichen. Nicht ohne Grund haben wir ausgerechnet jetzt den Joaquin-Flashback gesehen und auch gesehen, wie schnell er korrumpiert wurde. Ich will damit auch nicht sagen, dass Bam nach diesem Arc irgendwie wie White wird. Wirklich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich sein Charakter ein gutes Stück verändern wird und dafür spricht auch noch eine kleine, aber feine Sache. Seo wollte den Cut von Season 2 zu Season 3 ursprünglich erst später ansetzen, hat sich dann aber dazu entschieden, es doch eher zu machen, da er nun mal der Autor ist und die Tower of God Leser es sich so vorgestellt haben. Da wir wissen, dass die Major-Handlung bereits durchgeplant ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass der aktuelle Arc einen Turning Point in der Geschichte darstellen wird und so in etwa wie gerade beschrieben, könnte ich es mir gut vorstellen. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wie hat euch dieses Kapitel gefallen und was sind eure Vorhersagen für den kommenden Abschnitt von Tower of God? Ich warte jetzt gespannt auf eure Kommentare, wünsche euch noch einen schönen Tag.
Hier geht es zu weiteren Videos von mir. Ciao und bis zum nächsten Mal.